Hallo bei Incap Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren japanischen Füllfederhalter vorstellen, und zwar den Pilot Metropolitan. Der heißt oder wird auch als MR2 bezeichnet. Ich habe ihn hier in dieser Box bekommen. In der Edition White Tiger, die zeige ich euch nachher. Das ist die Animal Collection vom Pilot Metropolitan. Wer ihn nicht in Europa kauft, findet ihn auch als Pilot 88G. Ich habe euch ja neulich den 78G Plus vorgestellt. Also kann man davon ausgehen, dass das jetzt nach dem Einsteiger-Füllfederhalter die nächstgrößere Variante von Pilot ist, um hier auch ich sag mal, in die höherwertigeren Füllfederhalter einzusteigen. Ja, wie immer werde ich euch den Füllfederhalter beschreiben und wir machen Maße und Gewicht und ich werde dann euch einen Schreibtest vorführen. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt, und am Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und da sage ich euch auch, ob ich ihn mir wieder kaufen würde und wo ihr ihn finden könnt und was ihr derzeit dafür bezahlen müsst. In dieser Box kommt er an, der Pilot Metropolitan MR2. Und das ist eine Metallbox, wie ihr hier seht. Schwarz. Die Schrift und das Logo von Pilot ist hier erhaben. Hier hat so ein paar kleine Lackschäden schon. Schön gemacht. Hier hinten ist nochmal die Modellbezeichnung drauf. Ja, also stabil und sieht gut aus. Wenn wir sie aufmachen, findet ihr hier drin den Füllfederhalter und ich habe hier die Tintenpatrone daneben gelegt. Der Füllfederhalter kommt leider ohne Konverter. Das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da es sich ja nicht um den Einsteigefüllfederhalter von Pilot handelt, finde ich das nicht so richtig gut. Aber es ist, wie es ist. Jedenfalls, so kommt's hier an. Und dann können wir die Tintenpatrone auch mal nebenhin legen. Hier ist so ein Schaumstoff drin. Ja, darunter auch nochmal, also der ist sicher verpackt hier drin. Da kann man ihn hier wieder zurückpacken. Also alles ganz weich, wie ihr hier seht. Sehr funktional. Kann man an die Seite packen. Und so sieht der Füllfederhalter an sich aus. Hier seht ihr nochmal das Logo bzw. den Schriftzug Pilot Japan. Hier ist dieser Print, das ist der White Tiger aus der Animal Collection. Und der ganze Füllfederhalter ist aus Metall, hat die typische klassische Form des Füllfederhalters. Der Clip ist funktional, wenn auch nicht besonders. Auch hier nochmal Japan oder Japan nochmal hier zu sehen. Also noch ein bisschen den Fokus hier herannehmen. So kann man es lesen, glaube ich. Ja, so geht's. Da seht ihr das, Japan. Ist hier nochmal dran gegeben. Okay, so, dann wenn wir die Kappe mal abziehen, ist also eine Steckkappe. Dann ist hier innen drin so eine Plastik- oder Kunststoff-Auskleidung als Innenkappe. Die Kappe aus einem Stück gearbeitet, Metall, weiß, so, ja, wie soll ich sagen, so ein Schneeweiß vielleicht lackiert. Sehr schön gemacht. Sauber verarbeitet. Kann man wenig zu sagen. Hier steht nochmal Pilot. Und auf der anderen Seite hatten wir ja schon gesehen, steht Japan. Also ihr seht hier alles original. Ja, also jetzt auch nichts besonders Erwähnenswertes. Hier seht ihr Schaft und Griffstück. Fangen wir mit dem Schaft an. Am Schaft ist jetzt hier dieser Animal Print angelegt. Sieht ganz nett aus. Der Schaft ansonsten aus Metall. Aus einem Stück. Schrauben wir nochmal auf. Hier seht ihr schon, wir haben hier eine Metallverbindung auf Kunststoff. Finde ich auch nicht so berauschend.
aber der Schaft an sich gut gearbeitet, sieht sehr gut aus, sauber verarbeitet. Auch kein eigenes Abschlussstück, sondern alles aus einem Stück gearbeitet. Und wie gesagt, auch sauber lackiert, sodass hier keine irgendwelchen Schäden oder Grate oder irgendetwas absteht. Also alles wunderbar. Dann habe ich hier einen Konverter eingesetzt. Es ist ein ganz normaler Konverter, den ich auch über AliExpress mir besorgt habe. Also den hätte man durchaus auch beilegen können, weil wie gesagt, der wird ja auch verkauft als oh, hier läuft ein Tier lang. Der wird ja auch verkauft, also wenn man außerhalb von Europa kauft, als 88G. Da könnte man, wenn man es beim Einstiegsmodell schafft, einen Konverter beizulegen, könnte man das hier aus meiner Sicht eben auch tun. Ja, die Feder auch sehr schön verarbeitet, typisch Pilot M, Japan. Ich denke auch der Füllfederhalter ist in Japan hergestellt. Ich habe jedenfalls keine anderen Hinweise darauf erhalten. Vielleicht ist das auch der Unterschied zu dem 78G Plus. Da gehe ich von aus, dass der in China hergestellt wurde für den japanischen Hersteller Pilot, aber vielleicht ist das der Grund, warum da ein Konverter beiliegt und hier nicht. Ja, typische Tintenleiter mit den angedeuteten Längslamellen, also auch typisch für Pilot nichts Besonderes. Griffstück schwarz, da finde ich, wenn man das so sieht, ich kann es ja wieder hier mal zusammensetzen, hätte man sich durchaus noch ein bisschen mehr Mühe geben können und hätte hier auch nicht ein Standardgriffstück verwenden können, sondern für diese Animal Collection dann eben auch ein passendes Griffstück. Aber ansonsten alles hochwertig verarbeitet, sauber verarbeitet. Und dann kommen wir als nächstes zu den Maßen und Gewichten, bevor wir dann zu einem Schreibtest kommen. Ja, Maße und Gewichte bzw. Gewicht. Der Füllfederhalter, so wie er hier vor euch liegt, wiegt 26,4 Gramm. Ich habe ihn schon mit Tinte befüllt. Und zwar mit Waterman Audacious Red ist die Tinte, die ich da verwendet habe. Und ja, das ist wie gesagt das Gewicht. Jetzt nicht besonders auffällig in dieser Gewichtsklasse. Ist halt eine Metallkonstruktion, aber liegt gut in der Hand. Das ist so der erste Eindruck. Der ganze Füllfederhalter offen ohne Kappe misst 12,5 cm. Im geschlossenen Zustand misst er 13,8 und mit der Kappe aufgesteckt. Das hält auch hier sehr gut. Ihr seht es hier an diesem Beispiel hier. Da misst er 15,5 cm. Ich finde, da ist er ein bisschen kopflastig. Ich würde ihn nicht aufgesteckt verwenden. Okay, so viel dazu. Dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier den Pilot Metropolitan. MR2 in der White Tiger Ausgabe. So, der wird auch international bezeichnet, teilweise als 88G. Dann haben wir als Tinte, das soll ein W sein, Waterman Audacious Red. Und das Ganze hat eine M-Feder. Ich finde, die ist ein bisschen kräftiger als die wir beim 78G Plus hatten, aber ähnlich. Schreibt sich auch, finde ich, ähnlich, geschmeidig. Also da gibt es gar keine Probleme. So, Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP, das soll ein C sein. CP 160 Gramm. So, dann könnt ihr mal hören,
wie der Füllfederhalter übers Papier gleitet. Ja, ihr habt es gehört, der Füllfederhalter gibt ein bisschen Feedback, aber völlig in Ordnung, klingt sehr angenehm, hält sich auch gut. Griffstück ist in Ordnung, wirkt nicht glatt oder sonst irgendwie hinderlich, um damit gut zu schreiben. Feder ist geschmeidig und weich, gibt es keine Probleme. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen, dann probieren wir nochmal schnelles Schreiben. Auch sofort da. Also ihr seht auch da kein Problem. Schreiben wir nochmal verkehrt herum. Deutlich mehr Feedback. Ja, ähnlich wie beim Einsteigemodell kommt er hier zwar durch, aber es wird schon sehr, sehr dünn, also extra fein, denke ich mal, ist da so die Einschätzung dazu. Tintenfluss, finde ich, ist sehr gut. Ihr seht es hier nochmal. Gucken, ob wir in die Feder ein bisschen Variation hineinbekommen. Mit aller Vorsicht will ich mal hier versuchen, irgendwas zu machen. Aber ihr seht schon, hier ist wenig oder gar keine Variation hineinzubekommen. Insofern denke ich mal, die Federn sind hier relativ ähnlich. Okay, soviel zum Schreibtest und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Metropolitan oder Pilot Metropolitan in der White Tiger Ausgabe. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Pilot Metropolitan MR2 White Tiger Animal Collection? Also sehr gut gefällt mir, dass er hier in so einer Metalldose kommt, hatte ich euch gezeigt. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Das ist eine gute Aufbewahrung, wenn man ihn mal mitnehmen möchte, wirft ihn in die Tasche rein, da kann nichts passieren, auch innen gut ausgekleidet. Keine Frage. Ja, hier ist er nochmal. Er liegt gut in der Hand. Ihr habt es gesehen beim Schreibtest, kann man nicht meckern. Hat einen guten Tintenfluss, ist griffig, hat eine weiche, geschmeidige Feder. Ich bin wie immer der Meinung, dass die bei den Japanern bei einer M-Feder oder bei einer feinen Feder immer am unteren Rand des Spektrums liegen. Hier, denke ich, ist es genauso, aber die Feder ist weich und geschmeidig und der ganze Füllfederhalter, ihr seht ihn hier nochmal, der ist sehr gut eigentlich verarbeitet. Also insofern gibt es da gar keine Probleme. Ja, was gefällt mir weniger gut? Es ist kein Konverter dabei. Ich habe es euch gesagt, ich habe mir einen eigenen Konverter hier besorgt und habe den eingebaut. Ich finde, für einen Füllhalter dieser Qualitätsklasse, da könnte durchaus ein Konverter dabei sein. Und das sind, ich sag mal, kleine Beträge, die da hinzukämen. Da denke ich, wäre es angebracht, zumal das Einsteigermodell, was allerdings wohl in China hergestellt wird, ja einen Konverter dabei hat. Jedenfalls in der Edition, in der ich ihn mir gekauft habe, könnt ihr das Video auch in meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Webseite euch anschauen vom 78G Plus. Was gefällt mir noch nicht? Ja, hier seht ihr das Griffstück von der Stange. Also alle Modelle haben das gleiche Griffstück. Finde, kann man bei so einer Sonderedition sich auch was einfallen lassen und kann ein anderes Griffstück dafür entwerfen, beziehungsweise das farblich anpassen. Finde ich, ist jetzt nur eine kleine Sache, den einen oder anderen mag es vielleicht gar nicht stören. Ich finde, es würde besser passen, wenn man das gemacht hätte. Also Griffstück von der Stange ist nicht so meins. Ja, dann die typische japanische Feder, sehr gut im Schreibgefühl, im Schreibfluss, super verarbeitet. Mir allerdings ein bisschen dünn, die könnte etwas kräftiger noch sein, aber wie gesagt, das ist halt immer auch Geschmackssache. Es ist jetzt nicht so, dass sie völlig aus dem Rahmen fallen würde und man darüber nachdenken würde, ob es sich überhaupt um eine M-Feder handelt. Aber ich finde, sie könnte etwas kräftiger sein. Aber nochmal sei gesagt, das ist jetzt kein eigentlicher Kritikpunkt, weil wer sich einen japanischen Füllfederhalter kauft, der weiß das, dass die Füllfederhalter Federn, schweres Wort, Füllfederhalter Federn,
dass die eher am unteren Spektrum anzusiedeln sind, was die Linienstärke betrifft. Qualitativ absolut hochwertig. Ja, und der letzte Punkt ist die Verschraubung zwischen Griffstück und Schaft. Da hatte ich euch vorhin gezeigt. Da geht ein Plastikgewinde auf ein Metallgewinde. Da finde ich es immer schöner und haltbarer, wenn die Materialien gleich sind. Also am liebsten habe ich da Metall. Der Füllfederhalter ist eine Metallkonstruktion. Und da stellt sich die Frage, naja gut, dann könnte man das beim Griffstück auch machen. Aber wie gesagt, da das Griffstück ja auch aus Kunststoff ist, hat man da das Standardgriffstück verwendet. Ja, würde ich mir wieder kaufen. Wir reden hier von 15 bis 25 Euro für den Füllfederhalter. In dieser Ausführung, wie ich ihn euch hier gezeigt habe. Ja, man macht da nichts falsch, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen muss, dass ich total begeistert bin und dass es in dieser Preisklasse nichts Vergleichbares gibt, nichts anderes gibt, dass das der einzige wahre Füllfederhalter in dieser Preisklasse wäre. Nein, da muss ich auch sagen, das ist nicht der Fall. Also insofern, man macht nichts falsch. Man hat, glaube ich, einen täglichen Begleiter, zuverlässig, seriös, gut verarbeitet. Da kann man nicht viel falsch machen, aber es gibt auch durchaus aus meiner Sicht Alternativen. Ihr könnt sie euch bei mir auf der Website oder in meinem YouTube-Kanal ja anschauen. Da haben wir mehrere Stücke, die so in dieser Preisklasse spielen oder auch darunter liegen und die durchaus ein vernünftiges Schreibgefühl erzeugen oder ein gutes Schreibgefühl erzeugen können. Ja, okay, das war's zum Pilot Metropolitan und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Ink Up Your Pen.